Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute werde ich euch verführen zu einem Schokoladenkuchen der ganz besonderen Art. Und zwar werden wir heute einen Schokokuchen mit flüssigem Kern backen. Der berühmt-berüchtigte Chocolate Lava Cake. Super köstlich, außen schön saftig und innen heiß und flüssig. Es ist schnell zubereitet und zudem auch super einfach und so schön schokoladig. Wir starten jetzt auch gleich mit den Zutaten. Los geht's! Für unseren Schokokuchen mit flüssigem Kern brauchen wir 115 Gramm Butter, 115 Gramm Zartbitterschokolade, 2 Eigelb, 2 ganze Eier, 50 Gramm Zucker, 10 Gramm Mehl, eine Prise Salz und einen Teelöffel Vanillezucker. Als erstes werden wir die Schokolade temperieren. Dafür zerkleinere ich mit dem Messer die Zartbitterschokolade, sodass sie schneller und gleichmäßiger schmilzt. Das Wichtigste bei diesem Lava-Cake-Rezept ist die Qualität der Schokolade. Ich verwende hier eine hochwertige Plantagenschokolade aus Nicaragua mit 70% Kakaoanteil. Je höher nämlich der Kakaoanteil, desto weniger Zucker steckt in der Schokolade und umso aromatischer wird euer Lava Cake. Ich habe hier einfach Wasser erhitzt und gieße davon etwas in den Topf, ca. 2 cm, und setze die Schmelzschale darauf. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Schale nicht das Wasser berührt, da die Schokolade ansonsten zu heiß wird. Zu der Schokolade füge ich jetzt die kalte Butter hinzu und wir stellen es vorerst beiseite. Währenddessen werde ich die Eier zusammen mit dem Zucker verrühren. Dafür habe ich hier bei meiner KitchenAid einen Schneebiesenaufsatz montiert und ich gebe jetzt die Eier in die Rührschüssel. Jetzt das Eigelb und die Prise Salz. Bevor wir die Küchenmaschine aber starten, werde ich die Schokolade mit der Butter umrühren, bis alles gleichmäßig vermischt ist. Die Schokolade mit der Butter ist jetzt vollständig geschmolzen. Ich messe es nochmal kurz nach. Perfekt, 32 Grad. Jetzt können wir die Schale vom Topf nehmen und kurz mit dem Geschirrtuch noch das Kondenswasser unter der Schale abwischen, denn wir wollen ja nicht, dass Feuchtigkeit in den Teig gelangt. Wir machen die Küchenmaschine jetzt an und lassen es auf hohe Geschwindigkeit laufen. So, nun den Zucker hineinrieseln lassen und einen Teelöffel von unserem selbstgemachten Vanillezucker hinzufügen. Während die Eier schaumig geschlagen werden, schaue ich mal nach der Schokolade, ob sie noch etwas runtergekühlt ist. Jetzt kommt wieder mein Laserblaster. Somebody has to save our skins. Und nun werde ich die Geschwindigkeit ein wenig reduzieren. Unsere Eizuckermasse ist schön cremig und luftig. Es hat sich vom Volumen her fast verdreifacht. Nunmehr werde ich die Schokolade ganz langsam in einem dünnen Strahl zu der Eimasse gießen. Man sollte die temperierte Schokolade nicht auf einmal hineingeben, da sie noch warm ist. Wenn wir das zu schnell hinzufügen, würde die Masse an Volumen verlieren. Sobald die Mischung gut verrührt ist, werde ich das Mehl hinzufügen. Das siebe ich vorher kurz durch und gebe es direkt in die Rührschüssel. Wie ihr seht, ist es wirklich eine sehr kleine Menge Mehl. Das verleiht unserem Lava Cake erst seine Struktur. Einfach hineinrieseln lassen. Ich mache die KitchenAid jetzt aus und mit dem Schneebesen noch die Mehlreste vom Schüsselrand lösen und vorsichtig unterheben. Jetzt werde ich die Auflaufförmchen vorbereiten. Ich verwende hier 180 Milliliter Keramik-Soufflé-Förmchen. Diese Backförmchen ergeben eine hübsche individuelle Portion Lava Cake und die Teigmenge reicht bei meinen für 4 Auflaufformen. Und nun die Förmchen mit weicher Butter gut bestreichen. Ein wenig Mehl auf dem Boden der Förmchen mit einem kleinen Sieb verteilen und auch die Seiten gut bemehlen.
Kurz ausklopfen und es ist ganz wichtig, denn wenn überschüssiges Mehl in den Auflaufformen verbleibt, hinterlässt es weiße Stellen auf dem dunklen Lava-Cake. Wir wollen sie ja perfekt haben. Statt Mehl übrigens könnt ihr zum Bestäuben der Förmchen auch Kakaopulver verwenden. Ich fülle sie nicht ganz auf, sondern lasse so circa 1 cm vom Rand, weil sie ja beim Backen noch etwas aufgehen werden. Für 7 Minuten wandern jetzt unsere Förmchen in den vorgeheizten Backofen bei 230 Grad Umluft. Und der Trick ist, dass wir die kleinen Auflaufförmchen bei hoher Temperatur aber nur für kurze Zeit backen. Am besten kurz in den Förmchen für 1 Minute noch abkühlen lassen, bevor wir sie dann stürzen. Jetzt ein wenig Puderzucker, ein paar frische Beeren und die Kugel Vanilleeis darf natürlich nicht fehlen. Fertig ist unser Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern, der berühmte Lava Cake. Ein perfektes Dessert für eure nächste Dinnerparty oder für ein romantisches Dinner for two. Ich hoffe, das Video hat euch richtig Spaß und Appetit gemacht. Und wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Dieses köstliche Dessert übrigens serviere ich sehr gerne mit selbstgemachtem Vanilleeis, eine Kombination zum Dahinschmelzen. Das verlinke ich euch auch hier oben. Also wenn ihr meine kulinarischen Leckerbissen nicht verpassen wollt, abonnieren und teilen nicht vergessen, macht es unbedingt nach und lasst es mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Eure Rita.